Mit dieser Strategie werden Sie immer Geld haben, auch wenn Sie nur ein paar Dollar für den Anfang haben. Schauen Sie genau hin, machen Sie es mehr nach und verdienen Sie noch heute Geld. Freunde, hallo zusammen. Es ist schon eine Weile her, dass ich ein Video über die Einzahlungsbescheinigung gemacht habe, bei der wir ein niedriges Guthaben in einen großen multiplizieren. Natürlich ist diese Art des Handels mit höheren Risiken verbunden, daher werden wir heute eine sehr zuverlässige und bewährte Strategie verwenden. Sie haben diese Strategie vielleicht schon in meinen Videos gesehen. In letzter Zeit hat sie besonders gute Ergebnisse gezeigt, also werden wir heute eine kleine Einzahlung mit diese Strategie kombinieren und sehen, wie viel wir verdienen können. Jetzt geht's ans Eingemachte. Wir klicken auf Finanzen, Einzahlung und wählen eine für Sie geeignete Zahlungsmethode. Das können Online-Geldbörsen oder Kryptowährungen sein, das hängt von Ihrem Vorlieb ab. Ich verwende Kryptowährung, ich wähle Tether, ich lege 100 Dollars ein und benutze einen speziellen Promo-Code, der 50 Dollars zu meinen Einzahlungen hinzufügt. Ich habe den Promo-Code hier geschrieben. Ich werde 150 Dollars auf meinem Konto bekommen. Nachdem ich bezahlt habe, schicken Sie mir eine SMS und diesen Promo-Code zu erhalten. Der Link zu meinen Socials ist in dem angehefteten Kommentar. Jetzt bezahle ich und warte darauf, dass das Geld auf mein Konto. So, ich habe vor 5 Minuten bezahlt, das Geld ist schon da. Stellen wir die Grafik ein. In der oberen linken Ecke wählen wir den Zeitrahmen M1. Vielleicht haben Sie eine lineare Grafik eingestellt, aber wir müssen zu Kerzen wechseln. Nachdem wir auf M1 geklickt haben, eröffnen wir das Indikatormenü und suchen nach Bollinger Bands. Klicken Sie darauf und übernehmen Sie diese Einstellungen 22 und 2. Der Stil kann auf diese Weise angepasst werden, um den Indikator besser zu sehen. Wir klicken auf Speichern und der Indikator wird der Grafik hinzugefügt. Lassen Sie uns nun über die Strategie sprechen. Los geht's. Lassen Sie uns hier einen Deal für den Aufstieg machen und ich erkläre Ihnen den Sinn dieses Indikators. Sehen Sie, wir haben diesen sich dynamisch verändernden Kanal namens Bollinger Bands. Wenn die Linien des Kanals parallel sind, verwenden wir sie als Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Wenn der Kurs an eine dieser Grenzen stößt, handeln wir in die entgegengesetzte Richtung. Also wenn die Grenzen nicht parallel sind und der Kanal sich ausweitet, die untere Grenze geht nach unten und die obere Grenze nach oben. Jetzt, man kann es sehen, bedeutet dies, dass sich die Handelsspanne ausweitet. Die Ausweitung der Handelsspanne signalisiert einen starken Trend auf dem Markt. Das ist leicht zu erkennen, wenn man sich nur die Grafik ansieht. Im Moment können wir sehen, dass der Markt steigt, was bedeutet, dass wir mit dem Trend handeln können. Die Abgrenzung des Kanals bestätigt diesen Trend und wenn die erste Kerze höher oder niedriger zum Beispiel als eine der Grenzen erscheint, eröffnen wir ein Geschäft mit dem Trend, weil die nächste Kerze die gleiche sein wird, in diesem Fall rot oder grün. Also genau deshalb haben wir jetzt ein Geschäft eröffnet und unseren Gewinn erhalten, aber wenn die Kanäle parallel verlaufen, handeln von ihnen wir von den ganzen normalen Handelsspanne wie von Unterstützung und Widerstandsniveaus. Alles klar. Hier eröffnen wir ein Geschäft zur Senkung. Dies ist die zweite Art von Situation für diesen Indikator. Es gibt keinen Trend mehr, er ist bereits beendet und es hat sich eine normale Handelsspanne gebildet. Dies ist an den oberen und unteren Grenzen des Kanals zu erkennen. Wir können die Widerstands- und Unterstützungsniveaus markieren, aber sie sind bereits durch die oberen und unteren Grenzen des Indikators gekennzeichnet. Der Grafik ist an die obere Grenze gekommen
berührt sie, bekommt eine schöne Reaktion und ich beschließe, ein Geschäft zum Absenken zu eröffnen, da der Grafik von der oberen Grenze nach unten abprallen soll und umgekehrt. Alles ist ganz einfach. Noch eine Sekunde. Das Geschäft schließt mit Gewinn ab. Es ist zwar riskant, aber wir gewinnen. Hier ist der Grafik von der Mittellinie abgeprallt. Hier. Und ich persönlich ziehe es vor, nicht damit zu handeln. Also suchen wir nach dem nächsten Währungspaar. Eröffnen wir hier ein weiteres Geschäft für steigende Kurse. Früher gab es einen Aufwärtstrend, aber jetzt bildet sich eine enge Handelsspanne. Dies ist eine Seitwärtsbewegung, das heißt eine Bewegung zwischen zwei exakten Niveaus, wenn es bestimmte obere und untere Grenzen gibt, was genau das ist, was Bollinger Bands jetzt für uns markieren. Die Grafik hat die untere Grenze dieser Handelsspanne erreicht, also ist es logisch, hier ein Geschäft für einen Anstieg zu eröffnen, da die Grafik wieder in den Kanal zurückkehren soll. Also ganz einfach. Der Markt geht schön um und beschert uns einen großen Gewinn. Der Preis ist schön von der unteren Grenze abgeprallt. Jetzt können wir entweder abwarten, bis er die obere Grenze erreicht, oder einfach nach der nächsten Handelssituation Ausschau halten. Nichts Ungewöhnliches hier, normale Seitwärtsbewegung, obere Grenze, untere Grenze. Der Grafik nähert sich der oberen Grenze dieser Handelsspanne, so eröffne ich ein Geschäft zur Senkung von dieser oberen Grenze. Unsere Vorhersage ist, dass der Preis zurück in den Kanal gehen wird und wir werden Gewinn daraus ziehen. Ich erwarte diese Art von Bewegung in Richtung der mittleren oder unteren Linie. Das spielt keine Rolle. Warten wir das Ergebnis ab und beobachten. Ein sehr riskanter Moment, aber der Markt kehrt um und fällt weiter. Das Geschäft ist sehr knapp ab. $738 sind bereits auf unserem Kontostand. Wir sind nahe an unserem Ziel. Also machen wir weiter. Wir bekommen eine gute Chance für ein gutes Geschäft, wie wir sehen, erreicht der Grafik den unteren Rand des Indikators, aber es gibt auch ein Kerzenmuster namens Verschlungen oder Engulfing. Es gibt eine kleine rote Kerze und eine große grüne Kerze, die den gesamten vorherigen Rückgang verschlingt. Das bedeutet, dass der Markt wahrscheinlich weiter steigen wird, also machen wir einen Deal für einen Anstieg und warten auf das Ergebnis. Beobachten wir jetzt. Das erste Geschäft hatte nie genug Zeit, um mit Gewinn zu schließen. Das ist ziemlich frustrierend, da der Markt tatsächlich weiter steigt. Aber das macht nichts. Wir haben ja noch den Rest unserer Einlage. Ja, wir gehen ein hohes Risiko ein, aber unser heutiges Ziel ist es, unseren Kontostand so weit wie möglich zu erhöhen. So warten wir ab. Ich bin so froh, dass der Markt weiter gestiegen ist. Unser Geschäft wird mit Gewinn abgeschlossen. Wir haben zwar nichts daran verdient, aber auch nichts verloren. Wir kehren zum ursprünglichen Dealbetrag $350 zurück und suchen uns eine sichere Situation. Eine weitere gute Gelegenheit für ein gutes Geschäft. Wie Sie sehen, gab es einen Abwärtstrend und jetzt geht die Grafik nahtlos in einen Aufwärtstrend über. Dieses Bewegungsmuster ist für alle Finanzmärkte normal. Es gab eine Seitwärtsbewegung, innerhalb derer wir handeln konnten, aber die Linien der Bollinger Bands zeigen im Moment in entgegengesetzte Richtungen, was bedeutet, dass sich die Volatilität ändert, wenn ein neuer Trend entsteht. Und wie Sie sehen, geht der Abwärtstrend in einen Aufwärtstrend über. Wir haben also ein Geschäft eröffnet, nur nach 20 Sekunden beobachten wir. Das Geschäft schließt mit Gewinn ab, erstaunlich mehr als $1.000 auf unserem Kontostand. Wir müssen nur noch ein Geschäft abschließen, um unser Ziel zu erreichen. 10 multiplizierende Starteneinlage. Ich denke, die steigende Bewegung geht weiter. Sie ist sehr stark, also machen wir ein weiteres Geschäft für den Anstieg und warten auf das Ergebnis
und beobachten. Ein sehr wichtiger Moment. Das Geschäft war bis zum letzten Moment in Gefahr, aber wie wir sehen, hat der Grafik eine Korrektur vom oberen zum unteren Rand erfahren und ist wieder gestiegen. Dies ist die S5-Grafik. Ich habe meine Analyse ursprünglich auf M1 erstellt. Wie wir sehen, steigt der Markt immer noch an. Also Freunde, wir sind fast multipliziert unserer Kaution von 10. Ich denke, Sie haben sich von der Arbeit der Strategie überzeugt. Wir können unsere gesamte Einlage jetzt abheben, sogar mit dem Bonus, oder Sie für den weiteren Handel belassen. Gleich nach dieser Handelssitzung werde ich eine weitere in meinem kostenlosen Telegram-Kanal machen. Sie können zusammen mit mir verdienen, indem Sie einfach meine Deals kopieren. Der Link zu meinem Telegram ist in dem angehefteten Kommentar. Also ich wünsche alle viel Glück. Wir sehen uns in meinem nächsten Video. Auf Wiedersehen.